Heute geht es um 15 der spektakulärsten Mörder und Mordfälle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aus jedem Land besprechen wir 5. Alle Fälle sind relativ bekannt, aber vermutlich habt ihr von einigen noch nie etwas gehört. Ernst August Wagner ist Ende des 19. Jahrhunderts im heutigen Ludwigsburg in Baden-Württemberg geboren. Nachdem sein Vater früh verstirbt, stürzt Wagner sich in Literatur. Er schreibt kleinere Dramen und später auch eine Autobiografie. Doch eines Tages hegt er einen extrem grausamen Plan. Er besorgt sich Waffen, Munition und geht regelmäßig in den Wald, um Schießübungen abzuhalten. Nach außen hin ist er ein als freundlich und höflich geltender Lehrer. Im September 1913 setzt Wagner seinen Plan dann in die Tat um. Er tötet seine Frau und seine 4 Kinder, alle mit einem Dolch. Doch die Morde dienten nur der Vorbereitung. Er wollte seiner Familie die Folgen seiner eigentlich geplanten Tat ersparen. Wagner macht sich dann mit dem Fahrrad auf nach Stuttgart. Über Bietigheim fährt er nachts nach Mühlhausen. Dort angekommen steckt er 4 Häuser in Brand. Anschließend schießt er auf die in Panik aus den Häusern laufenden Menschen. 11 werden verletzt, 9 sterben. Kurz danach kann er von der Polizei überwältigt und verhaftet werden. Die Ermittlungen ergeben, dass Wagner eigentlich vorhatte, im Anschluss die Familie seines Bruders zu töten und dann das Schloss in Ludwigsburg niederzubrennen. In den Vernehmungen zeigt Wagner keinerlei Reue. Es täte ihm lediglich leid, dass er auch Frauen und Kinder getötet hat. Eigentlich wollte er nur Männer töten. Als Motiv gibt er an, dass ihn die Menschen aus Mühlhausen wegen falscher Anschuldigungen verachtet hätten. Doch keiner der Anwohner kann das später bestätigen. Laut Gutachtern litt Wagner unter Verfolgungswahn. So extrem, dass der eigentlich gebildete und intelligente Mann zum Monster wurde. Das Landgericht Heilbronn weist ihn daher in eine Heilanstalt ein, obwohl er selbst die Todesstrafe gefordert hat. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs stirbt er in der Anstalt an Tuberkulose. Eine spätere Untersuchung seines Gehirns in Düsseldorf hat den Schluss nahegelegt, dass Wagner unter Schizophrenie gelitten hat. Franz Fuchs kommt 1949 südlich der Steiermark in Österreich zur Welt. In der kleinen Idylle wächst er auf einem Bauernhof auf. In der Schule glänzt er insbesondere in Mathe und Physik mit hervorragenden Leistungen. Das Studium zum Atomphysiker schließt er jedoch nie ab. Zeitweise arbeitet Fuchs dann als Hilfsarbeiter in Deutschland, unter anderem bei VW und bei Mercedes. Als er später jedoch zurück nach Österreich kommt und längere Zeit keinen Job hat, beginnt er viel zu lesen. Offenbar zu dieser Zeit fängt er an, sich immer mehr zu radikalisieren. Insbesondere die Außenpolitik ist ihm ein Dorn im Auge. Ab 1993 baut Fuchs dann kleinere Briefbomben und versendet sie unter anderem an einen Pfarrer und einen Politiker. Die Opfer werden bei den Detonationen teils schwer verletzt. Im Jahre 1995 kommt es dann zu den grausamen Morden. In Oberwart platziert er eine Bombe an einem Schild. Als Anwohner das Schild entfernen wollen, auf dem eine rassistische Äußerung stand, detoniert die Bombe. Dabei werden 4 Menschen getötet. Bis 1996 versendet Fuchs weitere Bomben, die zwar viele Menschen verletzen, allerdings stirbt niemand. Erst ein Jahr danach können ihn die Ermittler verhaften. Bei einer Verkehrskontrolle lässt er eine seiner Bomben hochgehen. Dabei wird er schwer verletzt, überlebt jedoch. Als seine Wohnung durchsucht wird, können ihn die Ermittler mit allen Anschlägen und den 4 Morden in Verbindung bringen. Im Prozess vor dem Landgericht in Graz wird Fuchs zeitweise aus der Verhandlung ausgeschlossen, da er ununterbrochen ausländerfeindliche Parolen von sich gibt. Ob Fuchs als Einzelgänger oder im Namen einer rechtsextremen Gruppierung agiert hat, ist nicht ganz klar. Für seine Taten wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Einige Jahre später erhängt er sich in seiner Zelle mit dem Kabel seines Rasierapparats. Wohlgemerkt ohne Hände, da er sich die bei der Verkehrskontrolle weggesprengt hat. Günther Czannon ist 1941 in Wien geboren. Doch ab 1984 ist er als Chef der Zürcher Baupolizei tätig. Eine Position, die offenbar alles andere als leicht war. Denn seitens der Politik gab es zunehmend Druck und Czannon gerät mit seinen leitenden Angestellten immer wieder aneinander. Über 2 Jahre hinweg spitzt sich die Situation derart zu, dass er kurz davor ist, die Fassung zu verlieren. An einem Tag im April 1986 passiert dann das Unglaubliche.
Canun erschießt innerhalb weniger Minuten 4 der Angestellten und verletzt einen 5. lebensgefährlich. In seinen Augen waren die Personen die Anstifter für das giftige Arbeitsklima. Im Anschluss flieht er nach Frankreich, wo er 3 Wochen später verhaftet werden kann. Doch das Gericht ist gnädig mit ihm. In erster Instanz erhält er nur 17 Jahre, da seine Kollegen eine Mitschuld getragen hätten. Zudem habe er extrem viele Überstunden leisten müssen, da kann man halt mal Amok laufen. In zweiter Instanz wird er zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nachdem Canun 2/3 seiner Strafe abgesessen hat, wird er im Jahr 2000 entlassen. Unter einer neuen Identität lebt er von nun an in Tessin. Dort stirbt er 2015 an den Folgen eines Fahrradunfalls mit Mitte 70. Der nächste Fall hat sich 1922 auf dem Bauernhof Hinterkaifeck in Oberbayern zugetragen. Nachdem es zuvor bereits zu einigen ungewöhnlichen Ereignissen kommt es in der Nacht auf den 1. April zu einem grausamen Mord. Alle 6 Bewohner, darunter das Ehepaar Gruber samt Kinder, werden mit einer Art Spitzhacke durch massive Schläge auf den Kopf getötet. Der Tatort erstreckt sich über viele verschiedene Räume und Areale des großen Bauernhofs. Besonders mysteriös ist der Umstand, dass der oder die Täter sich nach den Morden noch einige Tage auf dem Hof aufgehalten haben müssen. Denn das Vieh wurde versorgt und große Teile des Essens wurden vor Ort verzehrt. Erst einige Tage später werden die Leichen entdeckt. Die Ermittler vermuten zunächst einen Raubmord als Motiv. Doch der Täter hat viele Wertgegenstände unberührt zurückgelassen. In den folgenden Jahren geht die Polizei sämtlichen Spuren nach und befragt tausende Anwohner. Immer wieder gibt es zeitweise auch Tatverdächtige. Doch niemandem können die 6 Morde nachgewiesen werden. Auch in den folgenden Jahren gibt der Fall zunehmend Rätsel auf. Das genaue Tatgeschehen konnte nie rekonstruiert werden. Manche Spuren deuten darauf hin, dass sich der Täter bereits einige Tage vor den Morden heimlich auf dem Hof versteckt hielt und dann nachts zugeschlagen hat. Dafür sprechen offenbar auch Fußspuren im Schnee, die zum Hof hingeführt, aber nicht wieder zurückgeführt haben. Der Sechsfachmord ist seit 100 Jahren ungeklärt und gilt als einer der spektakulärsten der deutschen Kriminalgeschichte. Inzwischen ist der Hof abgerissen worden. Der Österreicher Friedrich Felsmann fiel den Behörden etwa ab 2015 durch zwielichtige Online-Auftritte auf. Beispielsweise hetzte er gegen Behörden und die Politik. Ebenso ist er als Sympathisant der islamfeindlichen Pegida-Bewegung in Erscheinung getreten. Ende 2017 soll es dann laut heutigen Erkenntnissen zu einem grausamen Doppelmord gekommen sein. Felsmann hat in den Jahren zuvor immer wieder Streit mit einigen seiner Nachbarn gehabt. Am 29. Oktober schießt er dann mehrfach mit einem Gewehr auf 3 seiner Nachbarn. 2 der Opfer versterben. Die 3. Person überlebt schwer verletzt. Felsmann fährt nach der Tat in einen nahegelegenen Wald. Dort stellt er sein Auto ab und flieht zu Fuß weiter. Die Polizei leitet anschließend eine Großfahndung ein. Zeitweise werden Kindergärten und Schulen geschlossen. Doch sämtliche Sichtungen stellen sich als fehlerhaft heraus. Von Felsmann fehlt jede Spur. Inzwischen gehört er zu den meistgesuchten Personen Europas und eine Belohnung von 5.000 € wurde ausgesetzt. Doch von dem Mann, der in der Nähe von Graz eine Imkerei betrieben hat, fehlt seit fast 6 Jahren jede Spur. Er gilt nach wie vor als sehr gefährlich und bewaffnet. Im Dezember 2015 werden Feuerwehrleute zu einem Hausbrand in der Schweizer Gemeinde Rupperswil gerufen. Während der Löscharbeiten werden 4 Leichen in dem Haus entdeckt. Doch die Obduktionen ergeben, dass die 4 Personen nicht durch den Brand ums Leben kamen, sondern durch Messerstiche getötet worden sind. Rund 5 Monate danach können die Ermittler den Täter anhand von DNA-Spuren verhaften. Es ist der Mitte 30-jährige Thomas Nick. Nach den Geständnissen ergibt sich folgender Tathergang. In das Wohnhaus verschafft er sich Zugang, indem er sich als Schulpsychologe ausgibt. Kurz danach zieht er ein Messer und fixiert alle 4 Personen mit Kabelbindern. Anschließend missbraucht er den kleinen Sohn der Familie und tötet anschließend alle 4. Danach steckt er das Haus in Brand, um seine Spuren zu beseitigen, und flieht. Der exakte Tathergang ließ sich allerdings nie ermitteln, da der Täter teilweise widersprüchliche Angaben gemacht hat. Als Motiv für die Tat wird offenbar das sexuelle Interesse seitens des Täters an dem Jungen der Familie gesehen. Vor Gericht werden Thomas Nick verschiedene psychische Störungen attestiert. Der Täter hat kaltblütig und empathielos gehandelt. Eine Beziehung zwischen den Opfern und dem Täter Thomas Nick gab es zuvor nicht.
Der Vierfachmörder von Rupperswil wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es handelt sich vermutlich um eines der grausamsten Verbrechen der letzten 10 Jahre in der Schweiz. Im April 2016 werden Rettungskräfte zu einem liegengebliebenen Fahrzeug in Niedersachsen gerufen. Eine der 3 Insassen, eine Anfang 40-jährige Frau, wird wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes mitgenommen. Wenig später verstirbt sie im Krankenhaus. Als die Obduktion ergibt, dass sie an Gewalteinwirkung auf den Kopf gestorben ist, werden die 2 anderen Insassen des Autos verhaftet, Angelika und Wilfried W. Die Ermittlungen ergeben, dass die beiden das Opfer in dem Haus in Höxter gefangen gehalten und gefoltert haben, so lange, bis die Frau schließlich verstorben ist. Zudem kommt ein weiteres Tötungsdelikt ans Tageslicht. Die Frau ist 2013 in das Haus eingezogen und hat Wilfried geheiratet. Angeblich kam sie durch einen Sturz ums Leben. Wilfried hat die Leiche zusammen mit Angelika zunächst eingefroren und später verbrannt. Die Ermittler erkennen, dass die beiden systematisch immer wieder neue Frauen in das Haus gelockt haben. Meist sind sie auf ihre Opfer über Kontaktanzeigen gestoßen. Einige der Frauen sind der Hölle offenbar lebend entkommen. Angelika und Wilfried waren zuvor verheiratet, haben sich jedoch 2013 scheiden lassen. Im Dorf haben sie sich als Geschwister ausgegeben. Doch in Wirklichkeit lebten sie als Paar zusammen im Horrorhaus von Höxter, in dem sie Frauen über Jahre eingesperrt, gefoltert und getötet haben. Vor Ort finden die Ermittler sogar Abschiedsbriefe, die die Frauen verfassen mussten. 2016 wird der Prozess in Paderborn eröffnet. Angelika zeigt sich geständig. Dennoch schieben sich beide hauptsächlich gegenseitig die Schuld zu. Laut Gutachtern hat Angelika aus sexuell bedingten Machtmotiven heraus gehandelt. Wilfried hingegen sei geistig so weit entwickelt wie ein Grundschulkind. Zusammen haben beide ein perfektes System entwickelt, um ihre Opfer zu quälen und zu töten, so die Gutachter. Wegen zweifachen Mordes erhalten die beiden nur 11 bzw. 13 Jahre Haft. Zudem ist insbesondere für Wilfried die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet worden. Bis heute befinden die beiden sich hinter Schloss und Riegel. Karl Otto Haas ist in Österreich als Tischler tätig gewesen. Straffällig ist er im Vorfeld bereits durch Diebstähle und Einbrüche in Erscheinung getreten. 1973, mit Anfang 20, überfällt er eine französische Austauschlehrerin in ihrer Wohnung in Graz. Als die sich gegen den Versuch des sexuellen Übergriffs wehrt, zieht Haas ein Messer und tötet die Frau. Tage später kann er bei seiner Flucht zufällig verhaftet werden. Nachdem er ein Geständnis für die Tat ablegt und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, kommt er in die Justizanstalt Graz-Karlau. Zunächst gilt er im Gefängnis viele Jahre als besonders gefährlich. Doch allmählich werden seine Haftbedingungen gelockert. Haas zeigt sich engagiert und bekommt in dessen Folge sogar Ausgänge. Doch im November 1993 kommt er von einem solchen Ausgang nicht zurück in die Haftanstalt. Auf seiner Flucht ersticht er in Wien einen 13-jährigen Jungen. Von dort aus fährt er nach Innsbruck, wo er wochenlang in einem Wald lebt und Einbrüche in nahegelegene Häuser begeht. In einer Kirche attackiert er dann eine betende Frau. Sie überlebt jedoch schwer verletzt und kann die Polizei verständigen. Haas wird nur einige 100 Meter weiter von Polizisten entdeckt. Dabei macht er den Anschein, zum Messer zu greifen, woraufhin einer der Polizisten Gebrauch von seiner Dienstwaffe macht und Haas tödlich verletzt. Im Nachgang hat die Flucht und der zweite Mord von Haas für Proteste und Umstrukturierung in Bezug auf die Haftanstalten in Österreich geführt. Etienne Chaton kommt Ende des 19. Jahrhunderts in der Schweiz zur Welt. Mit 16 erleidet er einen schweren Unfall. Laut damaligen Berichten hat sich seine Persönlichkeit seitdem merklich verändert. Etienne wird impulsiv, gereizt und führt ein ausschweifendes Sexualleben. Mit Mitte 20 kommt es dann zu einem grausamen Mord. Etienne plant, Verwandte von ihm zu bestehlen. Doch entgegen seiner Erwartung ist seine Cousine in dem Haus der Tante vor Ort. Zunächst isst er dann gemeinsam mit ihr zu Abend. Doch aus dem Nichts holt er eine Axt hervor und schlägt die seiner Cousine in den Kopf. Etienne erbeutet ein paar hundert Schweizer Franken und flieht. Später entdecken die Ermittler in der Blutlache des Opfers einen Knopf, der eindeutig Etienne zugeordnet werden kann. Als er verhaftet wird, gesteht er den Mord sofort. Grund dafür ist sein schlechtes Gewissen. In der Nacht davor hat er sich in der Scheune des Tatorts versteckt und die Obduktion seiner Cousine live beobachtet.
Dabei hat er so starke Schuldgefühle empfunden. Doch die Schweizer Richter interessieren sich nicht im geringsten für seine halbherzige Reue. Etienne wird wegen Mordes aus Habgier zum Tode verurteilt. Trotz diverser Gnadengesuche und Bemühungen wird er kurz danach mit der Guillotine enthauptet. Im August 2007 trifft sich Sebastiano S., Besitzer der Duisburger Pizzeria Da Bruno, mit seinem Lehrling und anderen Verwandten. Gemeinsam feiern sie in einen Geburtstag rein. Als alle 6 nachts zu ihren Autos laufen, werden sie von unbekannten Tätern mit mehr als 50 Schüssen getötet. Da die Tat einen starken Hinrichtungscharakter hatte, vermuten die Ermittler sofort, dass es sich um einen Racheakt der italienischen Mafia handelt. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass die 6 Personen teilweise in einen Streit zwischen 2 italienischen Mafia-Familien der 'Ndrangheta verwickelt waren. Der Ursprung der Auseinandersetzung soll zu diesem Zeitpunkt bereits fast 20 Jahre zurückgelegen haben. In den folgenden Jahren hat sich die Auseinandersetzung dann immer mehr hochgeschaukelt, bis schließlich Blut geflossen ist. Der vorläufige Höhepunkt war dann der 6-fach-Mord in Duisburg. Wochen nach den Morden kann Giovanni S. mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Er soll die Morde zusammen mit einem Komplizen im Auftrag von Hintermännern begangen haben. In seinem Wagen werden zusätzlich Schmauchspuren und andere belastende Indizien entdeckt. Darüber hinaus kommt es in Italien, den Niederlanden und in NRW zu weiteren Verhaftungen beteiligter Personen. Insgesamt werden 14 Personen vor Gericht gestellt. Der Schütze Giovanni erhält ebenso wie die anderen meisten Angeklagten von einem italienischen Gericht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Wie es in der italienischen Mafia seit Jahrzehnten üblich ist, errichtet die 'Ndrangheta nach den Morden ein Gremium in Deutschland, das zwischen den einzelnen Familien vermittelt und so blutige Auseinandersetzungen verhindern soll. Denn die Mafiosi wissen ganz genau, dass blutige Rivalitäten untereinander dem Geschäft schädigen. Der 1964 in Österreich geborene Günter Lorenz ist für einen der aufsehenerregendsten Kriminalfälle des Landes bekannt. Im Februar 1983 werden 2 Frauenleichen in einer Wohnung entdeckt. Die Obduktion ergibt, dass beide Frauen mit Kopfschüssen getötet wurden. Bei den Opfern handelt es sich um eine Anfang 40-jährige Frau und ihre volljährige Tochter. Ermittlungen ergeben, dass die Mutter einen Ex-Freund hatte, der ihr in der Vergangenheit nachgestellt hat. Mindestens einmal stand er mit einer Waffe vor ihrer Tür. Der damals 18-Jährige kann als Günter Lorenz identifiziert und verhaftet werden. Zunächst bestreitet er die Morde, räumt jedoch ein, seine Ex-Freundin an jenem Tag ausgeraubt zu haben. Sein Komplize hätte daraufhin die tödlichen Schüsse abgegeben. Doch Lorenz verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Nach tagelangen Verhören gesteht er die Morde dann begangen zu haben. Anschließend gesteht er sogar, einige Monate zuvor seinen Cousin bei Schießübungen getötet und anschließend enthauptet zu haben. Er führt die Ermittler dann auch im Anschluss zu dessen Leichnam. Die Öffentlichkeit und alle Beteiligten sind von der Kaltblütigkeit des Täters erschrocken. Völlig reuelos und ohne Gewissen hat er die 3 Opfer förmlich hingerichtet. Ein genaues Motiv kann nie ermittelt werden. Lorenz selbst sagt aus, die 3 einfach nicht gemocht zu haben. Inzwischen gehen die Ermittler von reiner Mordlust aus. Lorenz wird für zurechnungsfähig erklärt, jedoch leidet er unter einer Persönlichkeitsstörung und einer seelischen Abartigkeit. Er wird zu 20 Jahren Haft verurteilt und kommt anschließend in eine Psychiatrie. Dort scheint sich der heute fast 60-Jährige noch immer zu befinden. Luigi Lucchesi ist Ende des 19. Jahrhunderts in einem Waisenhaus und später bei Pflegeeltern in Frankreich aufgewachsen. Als Erwachsener wandert er unter anderem in die Schweiz aus, wo er diverse Gelegenheitsjobs ausführt. Zeitweise dient Luigi auch beim Militär. Durch sein eigenes Leben am Existenzminimum entwickelt er zunehmend immer mehr Hass auf die bessere Gesellschaft. Insbesondere der italienische König Umberto ist ihm ein Dorn im Auge. Am liebsten möchte er ihn töten. Als Luigi jedoch erfährt, dass die Kaiserin aus Österreich bald nach Genf kommt, plant er ein Attentat auf sie. Am 10. September 1898 lauert er vor ihrem Hotel auf und sticht ihr dann mit einer Feile direkt ins Herz. Für ein Messer oder eine Pistole fehlten ihm die finanziellen Mittel. Die Kaiserin Elisabeth stirbt wenig später. Als Luigi verhaftet wird, ruft er: Es lebe die Anarchie, es leben die Anarchisten. Stolz bekennt er sich in den Vernehmungen zu dem Mord.
Kurz danach wird er nicht zum Tode verurteilt, wie er es selbst gefordert hat, sondern zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. 1910 stirbt er im Gefängnis offiziell durch Selbstmord. Doch böse Zungen behaupten, dass da noch andere Finger mit im Spiel waren. Denn Luigi war den Gefängniswärtern ein Dorn im Auge, da er sich immer aggressiv und gewalttätig verhalten hat. Im Jahr 2001 kommt es in NRW zu einem äußerst brutalen Mord. Die Tat ist als der Satansmord von Witten bekannt geworden. Unter einem Vorwand lockt Daniel Ruders zusammen mit seiner Frau Manuela einen Kollegen in seine Wohnung. Dann passiert das Unglaubliche. Das Ehepaar tötet den Bekannten mit mehr als 60 Messerstichen mit einem Hammer und einer Machete. Im Anschluss drapieren sie umgedrehte Kreuze und andere okkulte Symbole um den Leichnam und halten irgendwelche Rituale ab. Als der unendlich grausame Tatort am nächsten Tag entdeckt wird, sind die beiden bereits auf der Flucht. Doch nach rund einer Woche können sie in Jena verhaftet werden. Gutachter stellen bei beiden eine narzisstische Persönlichkeitsstörung fest. In den Vernehmungen räumen sie den Mord jedoch sofort ein. Als Motiv geben sie an, dass der Teufel ihnen die Tötung in Auftrag gegeben hätte. Vor dem Landgericht Bochum erhalten beide langjährige Haftstrafen. Noch im Gefängnis lassen sie sich dann scheiden. Obwohl der Mord extrem brutal war und von beiden vermutlich lebenslang eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht, sind Manuela und Daniel längst wieder auf freiem Fuß. Manuela musste von ihren 13 Jahren Freiheitsstrafe lediglich 5 absitzen. Und das für eine Beteiligung an einem Mord. Die Bewilligung auf vorzeitige Haftentlassung scheinen die Verantwortlichen hier in NRW per Münzwurf zu entscheiden. Johann Kastenberger muss schon früh Verantwortung übernehmen. Während seine alleinerziehende Mutter das Geld verdient, passt Johann auf seine 6 jüngeren Geschwister auf. Darunter leiden seine schulischen Leistungen. Einzig im Sport ist er überragend. Als Marathonläufer hält er einen spezifischen Rekord offenbar bis heute. Da es auch nach der Schule beruflich schlecht aussieht, gerät Johann auf die schiefe Bahn. In der Justizanstalt Stein sitzt er eine mehrjährige Haftstrafe wegen eines bewaffneten Banküberfalls ab. Nach seiner Haftentlassung kommt es 1985 offenbar zu einem Streit mit einem Kollegen. Johann klingelt an dessen Tür und tötet ihn ohne Vorwarnung mit einer Pumpgun. In den darauffolgenden Tagen begeht Johann in und um Wien diverse weitere Banküberfälle. Da er dabei stets eine Pumpgun und eine Ronald Reagan-Maske trägt, bezeichnen ihn die Medien als den Pumpgun Ronnie. Zeitweise gilt er als die meistgesuchte Person Wiens. Als die Ermittler immer mehr belastende Indizien zusammentragen können, wird Johann verhaftet und verhört. Kurz danach gesteht er alle 8 Banküberfälle und den Mord an seinem Kollegen. Den habe er nur getötet, da er in seiner Gegenwart geraucht hätte. Bei einem Transport am nächsten Tag gelingt Johann die Flucht, als er aus einem Fenster springt und auf der Motorhaube eines Fahrzeugs landet. Tage später entdecken ihn Polizisten jedoch zufällig. Doch dabei kann er einem Beamten die Waffe entwenden und wieder entkommen. Doch nur ein paar Tage danach kann Johann von Polizisten in einer wilden Verfolgungsjagd gestoppt werden. Doch bevor er verhaftet werden kann, nimmt er sich mit einem Kopfschuss das Leben. Im Nachgang wird Johann Kastenberger dann noch wegen 3 ungeklärter Morde als dringend tatverdächtig gesehen. Die Opfer sind allesamt mit einer Pumpgun erschossen worden. Doch da die Tatwaffe nie gefunden werden konnte und der einzige Tatverdächtige tot ist, gelten die 3 Morde bis heute als ungeklärt. Gábor Bilkay ist in den 60er Jahren Tierarzt und begnadeter Fünfkämpfer in Ungarn. Anfang der 70er wandert er in die Schweiz aus. Dort lernt er, obwohl er verheiratet ist, eine andere Frau kennen. Gábor lässt sich scheiden und heiratet 2 Jahre später seine neue Flamme. Doch Mitte der 90er wird er mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Die Dame verliebt sich in einen Reitkollegen. Als Gábor davon erfährt, kocht er vor Wut. Seine Frau zieht daraufhin mit den gemeinsamen Kindern aus. Als Gábor kurz darauf in der Wohnung erscheint, fehlt von der Frau anschließend jede Spur. Im Anschluss versucht er, Freunde und Verwandte vehement von einer Vermisstenanzeige abzuhalten. Als dann doch die Polizei zu ermitteln beginnt, können in der Wohnung mit einem Luminol-Verfahren große Blutflecken zutage gefördert werden. Gábor wird verhaftet und verhört. In den Vernehmungen liefert er die wildesten Theorien in Bezug darauf, was mit seiner Frau geschehen ist. Etwa ein halbes Jahr danach werden in einem Waldstück die sterblichen Überreste seiner Frau entdeckt. Gábor ist dann wegen Mordes angeklagt worden. Der Prozess stützt sich ohne Geständnis lediglich auf Indizien.
Schließlich wird Gábor Bilkay wegen vorsätzlicher Tötung zu 14 Jahren verurteilt. Bereits 2006 ist er aus der Haft entlassen worden und auch als freier Mann bestreitet er weiterhin jede Tatbeteiligung an dem Mord. Im Anschluss geht er eine neue Ehe ein und verstirbt 2015 eines natürlichen Todes.